Hallo, guten Morgen. Ja, so früh ist es nicht mehr. Es ist 11 Uhr, Samstag. Und nachdem ich in LA fertig war, bin ich jetzt weitergeflogen nach Denver, Colorado. Und viele davon vielleicht wissen schon, was jetzt passieren wird. Beziehungsweise ich will es probieren. Und zwar, jeder kennt Pikes Peak. Ne? Alle haben die Videos gesehen, alle kennen die Strecke. Wieder von damals, beim Gran Turismo, noch auf Schotter, gab es unheimlich viele Videos darüber. Dann gibt es auch Videos schon mittlerweile auf wo jetzt asphaltiert ist. Ne? Walter Röhr mit dem Audi. JP hat auch ein cooles Video gemacht damals mit dem Audis. Ken Block, Man's Curve, ne? Mit dieser Mustang, wo er driftet quasi. Der Evo-Video, wo der Typ runterfällt. Oder runterfliegt, wo wir sehen. Ja, das werde ich versuchen heute zu fahren, also hochzufahren natürlich mit meinem Mietfahrzeug. Was habe ich hier? Ein RAV4. Kleiner Motor, ist egal, aber die fährt gar nicht mal so verkehrt. Und schauen wir mal, ob ich überhaupt hochfahren darf, weil das ist National Park, bedeutet, dass es auch manchmal gesperrt ist. Es gibt verschiedene Stufen, das freigegeben wird, aber dass das Wetter so gut ist, werde ich versuchen hochzufahren. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Wann das Video weitergeht, also von vor euch weitergeht, dann wisst ihr, dass, beziehungsweise wenn ihr diese Video seht, bedeutet das, was geklappt hat. Sonst, ja, deleted. Okay, dann los geht's. Schauen wir mal, was auf mich erwartet. Und los geht's. Auto eingestiegen. So, Knöpfchen ist hier. Die Coole dabei, dass man immer so viele Autos probieren darf. Davor hatte ich einen Nissan Rouge. Das ist so wie ein Qashqai aus Amerika. So, jetzt versuche ich hier mal mein anderes Handy reinzustecken. Mit einer Hand macht es manchmal echt schwierig. Warning. Pikes Peak, Colorado. Ja, so sieht's aus. Na dann. Starten bitte. Ist schon da? Ja. 2 Stunden 23. Los geht's. Das Wetter ist hier wirklich mega genial. Mal wieder. Was haben wir jetzt hier? Rechts abbiegen auf North Lewiston ja, Street. Ist gut. Dann links abbiegen auf East 40 TH Avenue. Ich schreibe mich denn nicht an, Mädel. Ist doch okay. Wie viel Grad haben wir überhaupt hier? 67 Fahrenheit. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, ganz ehrlich. Aber so warm ist es nicht und so kalt ist es auch nicht. Also, ich würde mal sagen, das ist etwas um die knappe 23, 24 Grad. Einer von euch wird bestimmt jetzt das schnell googeln für mich. Es gibt hier in Denver echt schöne Ecken, muss ich sagen. Teilweise echt geniale Sachen. Hübsch, 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 hübsch. Ich habe auch schnell gegoogelt. Sind um die 20 Grad. Die Temperatur steigt eigentlich. Das Auto stand hier im Schatten, dadurch war deutlich kälter. Escalade. Alte Modell, aber immer noch ein cooles Auto. 1, 2, 3, 4, 5, teilweise 6 Spuren. Trotzdem ziemlich voll. Ich stand schon ein bisschen in der Mini-Stau. Temperatur ist mittlerweile auf 77 gestiegen. Ah, guck mal. Eine Boerge. Und ja, sind noch 2 Stunden 16 zu fahren. Jetzt ist mal Stau gewesen. Und ich dachte mir, ich fahre jetzt hier kurz auf einer Tankstelle. Natürlich nicht nur zum Tanken, aber auch die Reifendruck zu überprüfen. Warum das? Weil ich heute Morgen, wenn ich losgefahren bin, hatte eine Lampe, dass die, wo ist das die Luft jetzt? Dass die Reifendruck nicht stimmte. So,
gut, das Auto war kalt, Reifen waren kalt, jetzt bin ich gefahren, jetzt sind die warm, jetzt ist natürlich schon jetzt gestiegen und jetzt die Lampe ist aus. Aber Bike Speak ist hoch und man sollte die Reifendruck kontrollieren, bevor man so eine lange Fahrt und noch dazu mal so weiter steigt. Gut, dann tanke ich jetzt was, weil halb voll und ich möchte sicher sein. Und dann muss ich noch der blöde Luft finden. Tankstellen in Amerika sind nicht immer so übersichtlich wie in Europa. Aber man kriegt das hin. Lustig ist, gut, man kann mit Kreditkarte hier bezahlen. Ja, wo ist die Schlüssel, Autoschlüssel, und diese Jacke da hinten. So, man kann einfach hier mit reinstecken, Sprit wählen, was man möchte. Achtung, das ist nicht 85 Oktan. Die Amerikaner haben eine andere Art und Weise, das zu messen. Das wäre etwas mit 90 oder so und das hier wäre etwas mit 95. Mehr oder weniger sowas. Ja. Aber ich mag es nicht, meine Kreditkarte da reinzustecken. Ich hatte schon in der Vergangenheit ein bisschen Pech gehabt, dass meine Karte missgebraucht worden ist. Jetzt nicht unbedingt, nachdem ich getankt habe, aber es ist halt passiert und der Platz in Amerika, wo am meisten sowas passieren kann, ist genau an die Tankstellen. Dadurch, ich gehe rein, ich bezahle erstmal vor, was wird jetzt sein, $30 oder so und dann kann ich gleich fragen, wo die Luft ist. So sieht eine Tankstelle übrigens in Amerika aus. Nur leckere Sachen. Na, da sind die Kasten. Welche Nummer habe ich? Die 13. So, er ist neu hier, wusste nicht, wo man Luft auffüllen kann. So, die Dame wusste, wo es ist. Das muss Receipt für Arbeit halten. Sie sagt irgendwo da links muss es sein. Ah ja, gut, erstmal tanken. Nicht so schlau von mir, die Fenster offen zu lassen. Aber zum Glück sind wir in der Mitte vom Nowhere. Der ist normalerweise nicht so schlimm. So, ist das Toyota, muss man irgendwo was drücken zum Aufmachen. Ja. Ist open! Oh. Oh. Ah, whatever. So. Reinstecken. Wählen. Vollgas geben. Das dauert immer ewig. Dann hoffen, dass es fertig ist. Preis. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel es kostet hier zu tanken. Außer wenn fertig ist. Ich habe nicht geschaut. Ist egal. Man braucht Sprit, man muss tanken. $30 habe ich gesagt. Ich glaube nicht, dass es voll wird, aber... Oh doch, cool. $21. Sind 6 Gallonen gewesen. Kann man selbst rechnen. Geht doch, funktioniert. Geht. Ich war gerade auf dem Weg zum Auto und jetzt stehe ich das Ding hier. Natürlich muss ich mal kurz rumlaufen, kurz anschauen. Hi, nice car. Wunderschöner Cadillac. Wow, das Ding ist so lang. Das ist ein Ding, das mir wirklich in Amerika sehr gut finde. Man ist hier kein Verbrecher. Nur weil man Autos mag, ist man hier kein Verbrecher. In Deutschland teilweise schon, ja. Ja, ich weiß, ich merke viel darüber. Bei mir trifft, ich würde gerne mein blaues Auto öfter fahren. Kann ich aber nicht. Weil die Polizei der Meinung ist, dass das Auto illegal ist. Bla bla bla, egal. Gut, Luft. 36, 37, 38 und 30 PSI. Lass mal schauen, wie es geht. $2 für Luft. Da ist es. Das ist auch ein Staubsauger irgendwie, glaube ich. Ja, was war ein Mess. Und wie sehe ich, wie voll das Reifen ist?
Okay. Kompressor läuft. Luft kommt raus. Jetzt muss ich ja wohl scheinbar nach Gefühl machen. Nachdem ich $2 bezahlt habe, ist leider mit einer Hand ist schwierig, das zu zeigen, aber wenn man hier steckt, das geht hoch und das ist meine Anzeige, wie viele PSIs ich habe. Gut, jetzt brauche ich 2 Hände zum Füllen. Gut, ich habe jetzt alles so gut wie es nun ging, alles gemacht. Das macht man noch ein bisschen besser. Ne? Sollte immer alles besser hinterlassen, als man gefunden hat. Mindestens nicht mehr auf dem Boden. Ja, war ein bisschen komisch mit diesem Mess-Dinge da. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe den Reifen angeguckt, welcher meistens Luft hatte. Und habe versucht, alle anderen das genauso viel Luft haben. Mann, schauen wir mal, wie gut der Job alles gemacht habe hier. Ja, muss immer noch Maintenance. Ach, man muss ein bisschen fahren, wahrscheinlich bis es zeigt. Na dann, so ist es. Aber weiter sind immer noch knapp 170 Kilometer, 160 Kilometer, dass ich fahren muss. Dann weiter geht's. Naja, ideal ist was anderes, aber es ist besser davor. 39, 38 und zweimal 37. Naja, das ist schon okay. Toleranz messen. Oh, wow. Kleine Datsun 240Z. Window down. Nice. Ja. Schönes Auto. Was man nicht alles im Stau trifft. Ganz lustig an Nummernschild. Aspirated. Also Sauger. Eine Stunde ist vergangen, seitdem ich getankt habe und die Reifen kontrolliert habe. Jetzt bin ich runter von der Autobahn und die Berge sind immer näher. Also ich weiß, dass die Kamera sehr weit weg aussieht und nicht so hoch. Aber wir kommen immer näher. Ja, ich weiß nicht ganz ehrlich, wann fängt jetzt diese Passstraße, sag ich mal so, anfängt. Mal schauen. Ja, aber schöne, entspannte Fahrt. Sehr, sehr cool. Nach einer Viertelmeile leicht links abbiegen auf Pikes Peak Highway. Wenn man jetzt vergleicht mit dem Berg in Österreich, ne? Irgendwie sind mehr bergauf. Aber seit mehreren, ja, ich will sagen Stunden nicht, aber seit langer Zeit fahre ich immer bergauf, auf und mehr. Ich habe gerade gesehen, die enge Passage da. Irgendwann muss ich leider das Handy auch wegmachen aus der Hand. Ist ja trotzdem verboten in Amerika. Mit Handy Handy bedienen während des Fahrts. Und leicht links abbiegen auf Pikes Peak Highway. Man sollte trotzdem auch wegen Sicherheit immer aufpassen, was man tut. Ne? So. Dem Streckenverlauf 19 Meilen folgen. Ja, 19 Meilen sollen wir weiterfahren. Sollte laut Navi 1 Stunde dauern, bis ich oben bin. Okay, jetzt ist hier voll. Mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall muss ich meine Kreditkarte vorbereiten, das weiß ich. Das ist nichts hier kostenlos. Coole Sache. Da ist schon diese Häuschen. Obwohl da unten stand, es wäre Free Entrance today. Na also, schauen wir mal. Kleine Häuschen hier. Kennt man aus den Videos, dass man überall sieht. Schade, dass ich keine Haltung habe für das Handy. Ne? Alles, was jetzt hier filme, ist mit dem Handy und auch der Schnitt ist am Handy gemacht. Was nicht immer ideal ist, aber geht auch. Ist ja ein Vlog. Na dann, ich warte ein bisschen hier im Stau und dann schauen wir mal, was passiert. Hello. Hello, hi. Is it just yourself for Yes, the summit? just that's it.
Awesome. So $15 for today? Can I pay with card? Yes, sir. Air conditioner off on the way up so you don't overheat your vehicle. Yes. And manual first and second gear on the way down. And that's so you don't overheat your brakes. Okay. Let me just get the receipt for you. Thank you very much. Welcome. Take care. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you. Die hat gesagt, man sollte die Klimaanlage ausmachen, damit das Auto auf dem Weg auf nicht überhitzt. Und auf dem Weg nach unten einfach Motorbremse benutzen, damit man halt die Bremse nicht überhitzt. Ne? Also das ist ja klar. Ich hoffe, dass ihr gut sehen könnt, was jetzt hier los ist. Yay! Ich hab's geschafft, hochzufahren. Na gut, das war ja klar. Aber ja, habt ja gesehen. Eigentlich werde ich jetzt so Folgendes machen. Ich werde dieses Video in zwei teilen. Einmal das Video, quasi der Vlog, was ihr gesehen habt jetzt, und dann die Fahrt da oben als Einzel, weil es dauert eine Weile, nicht alle am Bock zu sehen, die ganze Fahrt. Die das sehen wollen, nur die Fahrt alleine, gibt ein separates Video, könnt ihr nach diesem Video sehen. Ja, auf dem Weg nach oben, man fährt noch eine Weile und dann erst kommt ein kleines Häuschen in der Mitte und da ist der erste Backspeak-Rennen, ne, wenn man PlayStation, wo auch immer, alle Konsolen kennt. Ich hatte ein bisschen Pech, ich hatte so ein paar Pappnasen vor mir, deswegen bin ich immer wieder ein bisschen angehalten, damit die wegfahren, damit ich wieder aufholen kann. Ja, aber gut, die maximale Geschwindigkeit ist 25, ja, also Miles, ich weiß nicht, wie viel das ist in Kilometer jetzt aus dem Kopf heraus, aber ja, trotzdem war lustig, hat Spaß gemacht, auch zu fahren. Jetzt auf dem Weg nach unten werde ich ab und zu anhalten, damit man ein bisschen die Aussicht genießen kann. Ich wollte das mal hochfahren, einmal auf einmal alles hoch und Gas geben, naja, spazieren fahren. Also Gas geben war wirklich nicht. Maximal habe ich ein paar Mal 100 km/h erreicht, mehr war es nicht. So, jetzt suchen wir hier einen Parkplatz. Ich habe natürlich immer ein Auge auf die Wassertemperatur gehalten, aber Japaner, geht nicht kaputt. Gut, jetzt ist frisch hier, tatsächlich. Jetzt sind nur 49 Fahrenheit. Sage ich euch gleich, wie viel das ist. Nein, also ich kann euch nicht sagen, wie viel das ist jetzt gerade, weil ich habe kein Internet hier oben. Aber ich lasse hier unten aufzeigen. Jetzt seht ihr jetzt, da unten war um die 80, jetzt ist um 49, 50. Bisschen Unterschied ist das schon. Die Jungs mit dem Fahrräder, die lebensmüde. Bergab, verstehe ich. Bergauf, na, auf gar keinen Fall. Mit dem Motorrad macht bestimmt auch Spaß. Ja, passt. So, Auto geparkt. Ein Ding muss ich sagen, ich merke, dass weniger Luft, also Sauerstoff hier oben ist. Tatsächlich muss ich immer tiefer atmen, durch den Mund, obwohl was vielleicht nicht richtig ist, aber ja, es ist nun mal so. Und es riecht nach Sprit. Also nicht irgendwo altes Army-Auto vor mir hat Sprit verloren. Ja, merke ich auf jeden Fall, dass weniger Sauerstoff hier oben ist, was lustig ist. Ich werde jetzt ein bisschen rumlaufen, ein paar Fotos machen, aber Jacke nicht vergessen, weil wirklich frisch draußen ist. Ich habe schon bemerkt, ich hatte die ganze Zeit die Fenster offen und da habe ich bemerkt, ja, ist frisch. Es riecht extrem nach Sprit. Tatsächlich so, dass ich höre viele andere Leute genau die gleiche sagen, dass weniger Luft ist hier und dass man ja, aufpassen muss, wenn man läuft. Tatsächlich muss ich langsamer laufen. Und habe ich wirklich weniger Sauerstoff. Das merke ich wirklich, das ist Wahnsinn. Jetzt halte ich lieber das Handy mit zwei Händen. Leute, die Kamera bringt es nicht über, aber das ist so ein riesen... Ja, Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt man vielleicht so sieht. Man vielleicht ein bisschen besser erkennt, wie runter es geht hier.
Wahnsinn. Oh. Hier ist sogar kalt, ist noch ein bisschen Schnee, ein bisschen Eis. Hier. Mal gucken, gibt es auch ein Museum. Lass mal reingehen, gucken, was hier drin gibt. Thank you, sir. Okay. Sieht das nur wie eine... Ah, gibt es irgendwie Exposition? Oh, eine Bar. Cool, was essen? Ich habe Hunger. Und Durst. Mittlerweile geht es mir besser mit dem allem, mit dem Luft. Sehr interessante Sachen hier, definitiv. So, Mount Everest sind 8000 Quadratkilometer, hier sind 4000 Quadratkilometer, also die Hälfte. Die Hälfte von Mount Everest. Also dann ist normal, dass man ein bisschen Sauerstoffprobleme hat. Aber sehr cool. Lohnt sich hierher zu fahren. $15 hat gekostet. Das ist total in Ordnung. Das passt schon. Das passt schon. So, jetzt bin ich in der Souvenir. Und vielleicht gibt es etwas Cooles zu mitnehmen. Schauen wir mal. Jo. Eine Pizza habe ich mir genommen. Und ein Soda. Die cool dabei ist aus Aluminium. Diese Cup habe ich behalten. Das ist cool. Ja, kleine Pizza. $15 für kleine Pizza und eine Cup, aber ist egal. Man muss was essen. Yeah. Like against the train, just waving. Es ist so kalt, dass ich sogar die Kapuze raufgepackt habe. Das war jetzt bei Peak so gesehen. Wer Bock hat, kann natürlich jetzt die ganze Fahrt hierher anschauen. Bedeutet quasi wirklich die Fahrt. Ich habe jetzt abgeschnitten hier in diesem Hauptvideo. Ein anderes Video gibt es ja noch da. Das andere, die Fahrt hier hoch. Wie gesagt, ich hatte ein paar Autos vor mir. Ich bin normal gefahren. Ne? Und es war auch gut so, weil jetzt merke ich, wenn ich hier laufe, dass ich langsamer laufen muss. Es ist wirklich weniger Luft, als man denkt. Also ich dachte, es wäre nur papalapap. Ich kenne das vom Skifahren gehen und Urlaub. Ja, hier ist wirklich deutlich weniger Luft. So, falls etwas Besonderes auf dem Weg da runter ist, dann kommen jetzt danach. Wenn nicht, bis mal schauen, wo jetzt dieser weitere Trip in Amerika mich weiterbringt. Und dass die einfach die Bremsentemperatur messen. Finde ich cool, dass sie sowas machen. Mal sehen, ob ich das filmen kann. Hi, how are you doing? Fine, thanks. Great temperature's good. Yep, thank you very much. Have a good one. Bye bye. So, alles gut. Nicht zu heiß, natürlich nicht. Wenn man nur auf Motorbremse benutzt, dann passiert nichts. Gut, die Fahrt ist, ja, keine Ahnung. Jetzt geht eine Weile noch bergab. Und dann geht's nach Hause. Oder ins Hotel. Na dann, jetzt Video Ende.